Es gibt mal wieder eine neue Ankündigung von uns. Dazu mehr nach dem Intro. Im Übrigen, das Intro ist jetzt auch neu. Das ist das diesjährige Intro. Wie ihr wisst, wir machen das ja jedes Jahr neu. Und jetzt haben wir hier ein neues Intro. Guckt es euch an. Danach gibt es die Infos, was es bei uns Neues gibt. Ja, erstmal herzlich willkommen bei Hazelnut Adventures. Unser, glaube das erste Video im Jahr 2023, was wir jetzt neu drehen. Und es gibt Neuigkeiten. Wir haben normalerweise ja geplant gehabt, irgendwann mal The Dream zu fahren, also einmal in die Türkei auf einem etwas anderen Weg, hintenrum über Russland und so weiter und so fort. Ihr kennt die Videos ja. Es sind noch einige Planungsvideos in der Pipeline, die wir aber jetzt erstmal zurückhalten werden. Warum? Weil es im Moment überhaupt gar keinen Sinn macht, diese Tour zu fahren, und diese Planungsvideos zu erstellen ist auch sehr aufwendig, und auch diese ganze Planung ist sehr aufwendig. Ich meine, ich bin jetzt bis Tadschikistan gekommen, und das ist natürlich auch noch ein Problem. Tadschikistan ist angeblich im Moment zu. Das heißt, da kann man auch nicht rein und raus, zumindest nicht mit dem Auto. Insofern, sage ich mal, ist diese The Dream Tour bis auf Weiteres erstmal zurückgestellt. Ich sage bewusst zurückgestellt, denn irgendwann will ich das auch mal fahren. Aber im Moment geht es halt einfach nicht. Ja, wir haben uns überlegt, was können wir denn stattdessen machen? Und wir haben uns überlegt, eine neue Tour zu planen, sind dabei auch schon sehr weit fortgeschritten. Die Planungen sind seitdem, ja, die ersten Ideen, ich sage mal so, die ersten Ideen sind seit dem Oktober letzten Jahres aktiv. Und ja, wir wollen vom 1.7. bis zum 1.10. oder bis zum 2.10. eine Türkei-Tour machen. Und zwar auch hier wieder nicht auf dem normalen Weg, möglichst schnell, sondern es wird eine Tour sein, ein Roadtrip sein, der insgesamt etwa 10.000 Kilometer betrifft. Ihr wisst, wir machen das immer so ein klein bisschen extremer, zumindest für Normalsterbliche, wenn man jetzt mal so sieht, die Vanlifer, für die ist das ja mal nichts, aber für uns ist das mal der erste Schritt. Unsere The Dream Tour, also die über Russland, sollte ja um die 20.000 Kilometer sein. Jetzt machen wir in etwa die Hälfte. Und ja, wir hatten zuerst geplant, dass wir von Deutschland hier nach Sardinien fahren. Und da kommt nämlich Ateş, unser Hund, her. Und wir wollten ihm mal zeigen, wo er so herkommt, und wir wollten es natürlich auch mal sehen. Das Ganze hat sich dann so ein bisschen weiter ausgedehnt, sodass wir dann gesagt haben, okay, wir fahren von hier los am 1.7., fahren Richtung Italien nach Korsika. Das ist natürlich Frankreich, aber über Italien dann nach Korsika, durch Korsika durch, runter nach Sardinien. Von Sardinien sollte es rübergehen nach Sizilien, in Sizilien dann am Ätna vorbei und weiter durch den Stiefel auf der anderen Seite nach Griechenland in die Türkei und zurück. Dafür hätten wir knapp 2 Wochen uns Zeit genommen und dann entsprechend ein paar Wochen in der Türkei zu leben und zu bleiben. So, der Rückweg sollte dann so ein bisschen direkter gehen. Wir wollten dann ganz normal über Bulgarien fahren, dann nach Serbien und nach Ungarn. In Ungarn wollten wir uns Budapest und Wien anschauen und dann wieder zurück. Das in einer Woche oder so war das geplant. Während der Planungszeit hat sich dann natürlich herauskristallisiert, dass es im Sommer, in der Zeit, wo wir fahren, in Sardinien, Korsika und diese Ecke extrem heiß ist, was für unseren Hund natürlich jetzt nicht so gut ist. Und deswegen haben wir gesagt, dann machen wir es halt umgekehrt. Das heißt, unsere jetzige Reiseplanung, die sich dann auch noch ein bisschen erweitert hat um einige Länder,
wird jetzt so aussehen, dass wir von hier über Prag in Tschechien fahren, dort ein bisschen bleiben, also 1, 2 Tage. Von dort aus weiterfahren über Linz nach Wien. Auch dort werden wir 1, 2 Tage bleiben. Dann geht es weiter, ist ja nicht ganz so weit, nach Budapest. Auch dort werden wir wieder ein bisschen bleiben. Und dann geht es nach Rumänien. In Sibiu werden wir bleiben. Wir werden nach Bukarest fahren, uns dort auch ein bisschen was angucken. Dann wird es weitergehen nach Bulgarien, in die Türkei rein, wobei wir in Bulgarien da auch nur durchfahren und an der Grenze in der Türkei dann schon ein Hotel haben. Von dort aus geht es weiter über Istanbul nach Bolu, wo wir wieder bleiben wollen, und von dort aus in einem Rutsch dann weiter nach Pirassis. Das ist der Hinweg. Dann werden wir natürlich dort auch wieder einige Touren machen. Das heißt, wir werden natürlich wieder in die Berge fahren. Mal gucken, ob ich wieder eine Käseproduktion starte. Wir werden gegebenenfalls auch mal weiter ins Land auch noch mal hineinfahren. Wannsee ist vielleicht noch mal eine Option. Und wenn wir da in dieser Richtung schon sind, könnte man eventuell Richtung Ararat und Dogub-Bayazid fahren, also an die Grenze zum Iran. Wir müssen einfach mal gucken, wie ist das Wetter und haben wir da überhaupt dann Lust zu. Das entscheiden wir allerdings dann vor Ort. Also da wird es auf jeden Fall einige Touren geben. Dann wird es den Rückweg geben, der dann irgendwann Mitte September geplant ist. Etwa 2, 3 Wochen werden wir dann zurückfahren. Das geht dann wieder über Bolu. Dann werden wir uns in Richtung Çanakkale begeben, uns dort ein bisschen was angucken. Ich wollte einfach auch mal Troja ansehen. Çanakkale ist da dann auch in der Nähe. Dann fahren wir dahin. Auf dem Weg dorthin, vielleicht auch noch ein Highlight, werden wir in Bursa Iskender essen gehen. Das kommt von da und muss man dann wohl auch mal gemacht haben. Naja, auf jeden Fall. Weiter würde es dann gehen von, wo sind wir jetzt? In Çanakkale. Von Çanakkale aus geht es nach Griechenland. Von Griechenland über Meteora nach Albanien hinein bis zum Hafen von Durrës. Dort werden wir uns einschiffen auf dem Weg rüber nach Italien. Dann werden wir durch den Stiefel ein bisschen fahren und Richtung Palermo fahren. Auf dem Weg dorthin natürlich die eine oder andere Übernachtung und natürlich auch den Ätna besuchen. Das habe ich mir auch schon mal immer gewünscht, das machen wir dann auch. In Palermo dann kommt die nächste Einschiffung und wir nehmen das Schiff, das einmal die Woche fährt, und es fährt nach Sardinien rüber. Dort werden wir dann da vorbeifahren, wo Ateş herkommt, wo er aufgefunden worden ist. Und dann geht es von dort aus weiter über eine kleine Fähre nach Korsika und von Korsika dann wieder mit einer größeren Fähre weiter nach Italien, wo Pisa dann auf uns wartet. Und da bleiben wir dann halt auch noch ein bisschen und dann geht es dann weiter in Richtung Schweiz. Erstmal an den Comer See in Italien und dann über die Grenze dann in die Schweiz und dann werden wir den St. Gotthard-Pass fahren. Nicht durch den Tunnel, sondern einmal oben drüber. Und das wird dann ja, so Ende September stattfinden. Ja, und dann sind wir ja so halbwegs schon zu Hause. Dann fahren wir halt in 1, 2 Tagen weiter nach Hause hier in Deutschland. Und das wird unsere Tour dieses Jahr sein. Jetzt werdet ihr fragen, oh, 3 Monate, das ist ja ganz schön viel. Das Ganze müssen wir natürlich abdecken mit Urlaub. Das musste abgeklärt werden mit dem Arbeitgeber. Das hat soweit geklappt. Ich werde mir eine Auszeit ein wenig nehmen, um dann auch so ein bisschen von meiner ganzen Corona-Tour so ein bisschen geheilt zu werden. Einfach mal auch abschalten von allem. Und das wird uns dann auch sehr gut tun, denke ich mal. Ja, das ist der
Plan. Und die Planung dafür ist schon sehr weit fortgeschritten. Der nächste Schritt, den wir jetzt machen müssen, ist Buchungen vorzunehmen. Und zwar die Schiffspassagen müssen wir buchen und die Hotels in den wirklichen Touristengebieten Sardinien, Korsika, Italien. Da müssen wir die Hotels frühzeitig buchen, damit wir überhaupt noch was bekommen. Ich habe jetzt in den letzten 2, 3 Wochen auch schon gesehen, dass die Preise ein wenig anziehen, nicht nur von den Hotels, sondern auch von den Schiffspassagen. Und ja, da müssen wir halt dann entsprechend jetzt bald buchen. Die genaue Strecke kriegt jetzt noch ihren letzten Schliff. Das heißt, ich gucke auf dem Weg, was liegen da noch für Sehenswürdigkeiten. Habe dann auf dem Hinweg auch noch mal gesehen, da kommen wir in der Nähe vom Dracula-Schloss vorbei, wo er angeblich gelebt haben soll. Aber das sind so touristische Geschichten, die wohl nicht ganz so stimmen. Nichtsdestotrotz, tolles Schloss, wir gucken es uns an, kommen wir nämlich direkt auch dran vorbei. Rumänien ist für uns auch fast noch ein unbekanntes Land und ja, da werden wir uns so ein bisschen auch noch mal umgucken. Ja, das Ganze nennen wir The Dream 2023 und ja, bei uns muss das immer irgendwie so ein bisschen einen Namen haben, damit man das auch ein bisschen besser planen kann und auch unterscheiden kann. Und das wird halt unser Ersatz für die große Tour sein, die, wie gesagt, natürlich weiterhin bestehen bleibt, aber so ein bisschen erstmal hinten an stehen muss. Gut, natürlich besteht auch diesmal wieder bei dieser Tour die Möglichkeit mitzufahren. Das hatten wir bei der anderen The Dream Tour auch vorgehabt. Hier geht es auch. Wer also Lust hat, mal so eine Strecke dann auch zu fahren, wie gesagt, auf dem Hinweg brauchen wir etwa 10 bis 14 Tage. Wer mal Lust hat, sowas zu machen, kann sich gerne bei mir melden oder in die Kommentare unten reinschreiben. Ihr habt ja jetzt gehört, welche Strecke wir in etwa nehmen werden. Wer da noch ein paar Tipps hat, wo man hinfahren kann, was man noch besichtigen kann, kann das gerne auch nochmal unten in die Kommentare reinschreiben. Und das gucke ich mir dann an und dann werden wir das gegebenenfalls dann, wenn es passt, auch in unsere Liste mit aufnehmen. Ansonsten lohnt es sich jetzt auf jeden Fall, unseren Kanal dann auch nochmal zu abonnieren. Denn dann bekommt ihr diese Videos. Wir werden vielleicht auch noch mal 1, 2, 3 Planungsvideos machen, wo ihr dann genau auch seht, wo es denn lang geht. Das machen wir aber erst dann, wenn die Strecke zu 100% feststeht und wir die Hotels soweit klar haben. Und dann werde ich hier vielleicht mal so 2, 3 Planungsvideos, wie wir das auch bei The Dream 1 Tour gemacht haben, werde ich dann auch noch mal machen. So, wie gesagt, unseren Kanal abonnieren, damit ihr auch immer schön informiert werdet. Wir werden natürlich auch von unterwegs dann Videos machen. Equipment ist mittlerweile alles besorgt, sodass wir auch professionelle Videos für unterwegs, für uns professionelle Videos für unterwegs machen können. Und ja, dann könnt ihr auf diese Tour gespannt sein. Es wird für uns ein riesiges Abenteuer auch schon mal werden. Wir werden mit einem normalen Auto fahren. Dachbox obendrauf, das sollte reichen. Wir brauchen ja sonst nichts mitnehmen, großartig. Wir sind hier ja nicht in Gegenden, wo keiner wohnt. Man kann sich unterwegs alles besorgen. Das wäre natürlich bei The Dream 1 ein bisschen anders gewesen. Da hätten wir alles mitnehmen müssen und dementsprechend auch einen großen Wagen haben müssen. Wie gesagt, bleibt alles bestehen. Wir fahren jetzt erstmal mit einem kleinen Auto, kriegen wir alles rein. Und ja, seid also gespannt auf unsere Tour und wir sehen uns dann auf dieser Tour. Und nicht vergessen, abonnieren unseren Kanal, Glocke drücken, damit ihr auch immer schön wisst, wann ein neues Video kommt. Und dann sehen wir uns spätestens auf der Tour, aber es wird bis dahin natürlich noch das ein oder andere normale Video von uns geben. Bis dahin, bleibt gesund und bis dann.